Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde GitHub. Ich hatte heute eigentlich ein bisschen was anderes geplant, allerdings, wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich immer noch nicht ganz gesund und deswegen wollte ich euch einen neuen, sehr, sehr angenehmen und praktischen Trick zeigen, den man seit noch gar nicht allzu langer Zeit bei GitHub jetzt durchführen kann. Und zwar, man kennt es ja sicher mal, man hat zum Beispiel ein Python-Programm geschrieben und merkt plötzlich, oh, ich habe hier ein paar Klammern vergessen. Und das kommt häufig vor, es sind solche kleinen Fehler. Natürlich kann man das auch in seiner IDE machen, aber häufig ist man auch einfach unterwegs und dann möchte man das Ganze eben vielleicht mal ganz kurz unterwegs machen oder man möchte es vielleicht nicht mit seinem Setup machen, sondern bei jemand anders. Mal eben halt. Und dazu hat GitHub schon länger die Funktion hier, dass man einfach die Datei editen kann. Das funktioniert auch ganz gut. Man kann hier ganz normal Code verändern, aber es ist dann doch ein bisschen nicht ganz so tiefgreifend wie eine richtige Entwicklungsumgebung, wie ein richtiger Editor. Es ist halt einfach nur ein stinknormaler Texteditor, der meistens übrigens für die Markup-Dateien völlig reicht, aber für ein richtiges Editieren eben doch nicht. Und vor allem, wenn man in der Cloud Sachen gehostet hat, kann man ja eigentlich hier auch durchaus richtig programmieren. Und dazu gibt es jetzt mittlerweile eine Funktion und die findet ihr hier, wenn ihr auf diesen kleinen Pfeil klickt. Und zwar, es gibt Edit this File, dann landet ihr in dem, was wir gerade gesehen haben. Es gibt aber auch Open in GitHub Dev. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und hier sehen wir was durch die Kooperation, oder was heißt die Kooperation, dadurch zustande kommen kann, weil eben Microsoft GitHub komplett aufgekauft hat. Und wisst ihr, was Microsoft noch getan hat? Naja, sie haben Visual Studio Code entwickelt und mittlerweile eine Browser-Version rausgebracht. Dementsprechend kann ich hier jetzt in github.dev, was quasi Visual Studio Code ist, komplett meinen Code editieren. Also es ist wirklich 1:1 wie Visual Studio Code. Ich kann hier irgendwelche Extensions für Python installieren, wenn ich das möchte. Wir sehen es hier, also ich kann wirklich auch normal Extensions installieren. Ich kann meine Limits etc. konfigurieren, wenn ich das möchte. In diesem Fall möchte ich das nicht. Ich kann aber hier drüben auch ganz normal meinen kompletten Code angucken. Also wir sehen hier, das wäre in dem Fall das Android-Tutorial. Hier kann ich Bash aufmachen. Also eben alles, was in eurem GitHub-Repository drin ist, wird direkt in eurem Visual Studio Code im Browser geöffnet. Ihr habt hier unten Zugriff auf die Versionsverwaltung. Das heißt, ihr könnt hier einen neuen Branch erstellen. Ihr könnt zum Beispiel einen Branch von GitHub öffnen oder ihr seht, auf welchem ihr gerade arbeitet. Ihr könnt natürlich auch die Suche benutzen, natürlich auch hier die Source Control benutzen und ihr könnt sogar theoretisch das ganze Zeug runnen, ja, also ausführen. Dann müsst ihr allerdings eine lokale Visual Studio Code haben oder zum Beispiel auch einen Codespace. Auch das funktioniert. Da können wir auch noch gerne reingucken, falls ihr das haben wollt. Wir können, wie gesagt, auch Extensions installieren. Wir können den Explorer benutzen. Das wäre dann eben der Codespace. Und wir haben vollen Zugriff auf GitHub. Wunderbar. Das heißt, was ich jetzt hier machen kann, ist im Endeffekt alles außer laufen lassen, was ich auch bei mir lokal machen kann. Und das macht die Sache für Development sehr, sehr angenehm. Gerade dadurch, dass wir natürlich auch auf GitHub in den Actions hier zum Beispiel die Möglichkeit haben, ein Deployment vollständig zu automatisieren. Das heißt, man muss gar nicht mehr bei sich das Ganze machen, sondern vielleicht arbeiten wir ja auf einem Cloud-Server, auf einem Cloud-basierten System. Und wenn wir hier was speichern, dann wird es automatisch committed, dann wird es automatisch über die Actions deployed und wir können es uns direkt als Webanwendung ansehen. Ja, das ist natürlich jetzt nichts, wo man sich irgendwie unsicher sein darf, aber es bringt Möglichkeiten mit sich. Und falls ihr irgendwie so ein Setup habt oder so ein Setup haben wollt, ich finde, da ist so ein Editor im Browser schon eine ziemliche Bereicherung, den ich lokal eben nicht installieren muss. Gut, das soll es gewesen sein schon wieder. Hier nur ein kleines Feature, auf das ich euch aufmerksam machen wollte. Und ja, schreibt mir auch gerne, wie euch das hier gefallen hat. Wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.